Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute mal eine besondere Folge im Gepäck. Ich hatte die Freude, mit einem der Wegbereiter der Softwarequalität im deutschsprachigen Raum zu sprechen, der vielen von euch wahrscheinlich bekannt ist, nämlich Professor Peter Liggesmeier. Wir haben uns darüber unterhalten, ob Informatik für die Zukunft noch ausreicht oder ob wir nicht ganz andere Professionen und Skills brauchen. Professor Liggesmeier sieht da den nächsten Level in der Profession der Autonomik, der Gestaltung und Entwicklung autonomer Systeme. Ein spannender Blick in die Zukunft und jetzt viel Spaß bei der Folge. Lieber Professor Liggesmeier, schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Seidel. Ja, sehr gerne. Es freut mich sehr. Wir haben es ja leider nicht geschafft, uns auf der TAF 50 zu treffen, aber das holen wir jetzt remote nach und das freut mich umso mehr. Sehr gerne, ja. Es war ein sehr schöner Event. Sie haben tatsächlich etwas verpasst, wenn ich das so sagen darf. 50 Veranstaltungen hintereinander hätten wir uns, als wir das als Arbeitskreis TAF aus der Taufe gehoben haben, in den frühen 90er Jahren ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können. Es ist eine, wie ich finde, sehr schöne Erfolgsgeschichte in der Gesellschaft für Informatik und belegt auch in gewisser Weise, dass dieses Thema Softwarequalität, also Testanalyse, Verifikation von Software, ja, im deutschsprachigen Raum durchaus ein gewisses Standing hat, eine gewisse Bedeutung hat. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich höre auch von allen Seiten, es war auch eine sehr schöne Veranstaltung und ich bereue es wirklich, dass ich nicht dabei bin, aber gut, das nächste Mal klappt es vielleicht. Ja, wir haben in unserem Vorgespräch haben wir so ein Thema skizziert und das schwingt mir jetzt schon die ganze Zeit nach, weil äh, immer wenn ich so ein bisschen in die Community reinhöre oder so Speaker höre, auch zu dem Thema oder spreche, da heißt immer, ja, der Informatiker, der Softwaremensch, der Programmierer, das ist der jetzt alles gestaltet und macht. Und wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, haben sie gesagt, naja, in der Zukunft schaut das ein bisschen anders aus. Da wird der reine Informatiker vielleicht ja, andere Skills brauchen oder quasi andere Professionen. Ja, und da würde ich gleich mal mit reinstarten mit dem Thema. Was sehen Sie denn, wo geht es denn dahin? Was brauchen wir für Skills oder für Grundlagen und warum? Ja, um direkt sozusagen mit der Tür ins Haus zu fallen, würde ich sagen, was wir brauchen langfristig, wird eine neue Disziplin sein, die vielleicht ähnlich auf der Informatik und einigen anderen Disziplinen fußen kann, wie die Informatik ihrerseits eben auf Elektrotechnik und Mathematik aufgesetzt worden ist. Wir sehen, dass eigentlich quer durch alle Anwendungsbereiche autonome Systeme eine immer größere Rolle spielen, aus verschiedenen guten Gründen. Also autonomes Fahren ist ja, glaube ich, jedem als Begriff und auch als Diskussionsgegenstand über eine gewisse Anzahl von Jahren mittlerweile vertraut. Aber wir denken auch an Themen wie Industrie 4.0. Ja, eine massenindividualisierte Fertigung lässt sich wirtschaftlich im Grunde genommen manuell nicht betreiben, weil das manuelle Umstellen von Produktionsanlagen, um individualisierte Produkte zu fertigen, im Grunde genommen wirtschaftlich unattraktiv ist. Damit diese Idee funktioniert, muss das selbstständig erfolgen. Ja, aber auch zum Beispiel die Energiewende mit ihren vielen tausend Energieerzeugern, meistens ja eher im kleinen Maßstab, also private Haushalte, die je nachdem, ob die Sonne scheint oder nicht, eben Energie ins Netz abgeben oder Energie aus dem Netz benötigen. All das wird irgendwann so unübersichtlich, dass es von Menschen kaum noch manuell gesteuert werden kann. Das unterscheidet sich ja grundsätzlich von den alten Architekturen, wo einige Großkraftwerke die Versorger waren und ja, die restlichen Teilnehmer in diesem Netz eben Verbraucher. Heute ist es ja viel volatiler und letztlich auch nicht steuerbar. Das heißt, auch da muss die Energiebilanz stimmen und das kann eigentlich aufgrund der Unübersichtlichkeit der Netze nur autonom passieren. Nur 3 Beispiele, ich könnte noch viele weitere hier zitieren, aber ja, die gemeinsame Kenngröße dieser 3 Beispiele ist eben Autonomie. Das heißt, die Fähigkeit von Systemen, sich um die
eine gewisse Menge von Eigenschaften selbstständig kümmern zu können, ohne dass jemand von außen eingreifen muss. Das erfordert natürlich ein gerüttelt Maß an Intelligenz, ganz klar. Die Informatik wird darin also eine wichtige Rolle spielen. Es geht aber auch gerne mal um Steuerungs- und Regelungstechnik, ja traditionell ein Gebiet der Elektrotechnik, um Sensorik und Aktuatorik, die letztlich erforderlich ist, um in diese Systeme hineinwirken zu können und um Daten aufnehmen zu können, und am Ende des Tages oft auch tatsächlich um Maschinenbau. Mhm. Und das bedeutet, dass hier mehrere Disziplinen zusammenarbeiten müssen. Wir beobachten das ja heute schon an vielen Stellen in Informatikanwendungen, dass Themen zwar als Informatik daherkommen, bei Lichte betrachtet aber schon längst systemischen Charakter haben. Mhm. Wenn Sie an beispielsweise Sicherheitszertifizierung denken für Medizingeräte, Ja. dann ist das eine Fragestellung, die natürlich einen Informatikanteil hat, aber typischerweise eben auch maschinenbauerische, elektrotechnische und medizinische Fragestellungen aufwirft. Um so etwas schlussendlich zu beantworten, braucht man eigentlich eine Kombination von Disziplinen. Mhm. Die wird immer wieder neu zusammengesetzt werden, aber auch da gibt es etwas, was als konstante Größe immer dabei ist, und das ist eben die Fähigkeit, bestimmte Dinge autonom herstellen zu können, bestimmte Eigenschaften garantieren zu können, Optimierungen durchzuführen, dabei aber bestimmte Korridore für bestimmte Einstellungen nicht zu verlassen. Das ist eine durchaus komplizierte Thematik, und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren die Gründung einer neuen Disziplin sehen werden. Ich würde die gerne in Anlehnung an die Informatik als Autonomik bezeichnen, und ich glaube, dass die gute Chancen hätte, eine neue Leitdisziplin zu werden, so wie die Ingenieurwissenschaften dann auch irgendwann, wenn man ganz ehrlich ist, schon durch die Informatik mehr oder weniger abgelöst worden sind als Leitdisziplin. Nicht wahr? Der Maschinenbau zur Zeit der Dampfmaschine, die Elektrotechnik später, als dann alles elektrifiziert wurde, und dann die Informatik mit ihren entsprechenden computerisierten Lösungen. Und ich glaube, das geht auch noch ein bisschen weiter in Richtung autonome Systeme. Und ich würde für diese Disziplin wirklich sehr gern eine Lanze brechen. Ja, das klingt total spannend. Für mich kommt da so ein bisschen ja, eine Skalierung zu tragen oder die sehe ich da drinnen. Ne? Wir haben jetzt 20 Jahre in der Informatik, in der Softwareentwicklung ja auch versucht, diese Professionen aufzubrechen und zu sagen, okay, wir machen jetzt agil, wir machen Requirements Engineering dazu, wir machen Testing, Entwicklung, Automatisierung, Betrieb, DevOps, das muss alles eins werden. Also auch aus dieser reinen Entwicklung hinaus den gesamten Prozess zu sehen. Und wenn ich so in die Industrie schaue, da arbeiten wir uns ja ganz schön ab, weil einfach ist das ja nicht quasi auszubrechen. Und wenn ich das jetzt auf der nächsten Ebene denke, der Informatiker, der bricht da quasi raus und kommt in Professionen, wo er auf einmal mit Regelungstechnik zu tun hat oder so, das stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor. Naja gut, also man muss sich schon im Klaren darüber sein, dass das ja nicht zum ersten Mal passieren würde. Die Informatik ist ja auch so ein Gebilde, das je nach universitärem Standort entweder aus der Mathematik, ja, dort eben aus der Rechentechnik, beziehungsweise Numerik, und ansonsten eben aus der Elektrotechnik entstanden ist. Nun könnte man sagen, ja Gott, also wenn ein Informatiker all das beherrschen muss, dann ist das ja viel zu viel. Es ist im Grunde eine symmetrische Fragestellung zu der, die wir dann vor uns hätten, wenn es um Autonomik ginge. Aber tatsächlich muss man ja zugeben, dass die Basisdisziplinen immer noch existieren und sozusagen ihre Grundlagen weiter beisteuern. Ein Informatiker weiß natürlich, dass seiner Profession irgendwo Hardware zugrunde liegt. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jeder Informatiker so richtig weiß, wie man Mikrochips fertigt und was da sozusagen die aktuellen Forschungsrichtungen und die Schwierigkeiten sind und wie das mit dem Moore'schen Gesetz alles so zusammenhängt. Mhm. Also es gibt eben noch die Spezialisten für Mikroelektronik in der Elektrotechnik.
Mhm. Ja, und auch in der Mathematik gibt es noch eigenständige Forschung, die dann irgendwo möglicherweise auch in ein Produkt mündet, was dann wahrscheinlich eher ein Produkt der Informatik ist, was eben diese Forschungsergebnisse implementiert. Mhm. Also die Vorstellung, dass man Disziplinen zusammenführen muss und dabei in jeder Disziplin auch alle Bestandteile mitnehmen muss, die ist, glaube ich, einfach falsch. Mhm. Ich glaube, dass wenn eine Autonomik als Disziplin zustande käme, sie sich auf den Kern dessen konzentrieren könnte, was eben autonome Systeme ausmacht und auch was sie unterscheidet von den anderen Systemen, die eben nicht autonom sind und sich dann ihrerseits sozusagen abstützt auf Disziplinen wie Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, BWL, vielleicht sogar Juristerei bis zu einem bestimmten Grad, weil autonome Systeme natürlich auch, wenn es nicht funktioniert, ein gewisses Gefahrenpotenzial mit sich bringen. Aber ich glaube, das könnte beherrschbar sein und ich glaube eigentlich auch, dass die Entwicklung zwangsläufig so sein muss, weil einfach die Systeme sich in diese Richtung entwickeln und man dann irgendwann sagen muss, diese Eigenschaft, selbst sich um etwas kümmern zu können als System, ist so dominant für die Realisierung dieses Systems, für seine Architektur, dass es sich lohnt, die Fähigkeiten, die man braucht, um so etwas gut bauen zu können, eben in einer eigenständigen Disziplin, die dann potenziell vielleicht auch irgendwann mal grundständig studiert werden kann, zu vereinen. Mhm. Verstehe. Sie haben jetzt vorher gesagt, autonome Systeme. Sie haben ja auch ein paar Beispiele da angerissen. Ich glaube, viele können sich darunter ja schwer was vorstellen, außer dieses autonome Fahrzeug, was immer irgendwie so weit in der Zukunft ist, weil das funktioniert ja jetzt hier bei uns alles noch nicht so. Anderswo vielleicht schon, aber bei uns noch nicht. Ich fand ganz spannend den Begriff Massenproduktion von individuellen Produkten. Haben Sie da ein konkretes Beispiel, damit wir das noch mal ein bisschen uns besser vorstellen können? Also man redet von massenindividualisierten Produkten, weil es tatsächlich eine Kombination ist aus Massenproduktion, aber eben nicht wie in der klassischen Massenproduktion ein Produkt wie das andere, sondern es sind individualisierte Produkte, die aber kostengünstig entsprechend der Prinzipien einer Massenproduktion hergestellt werden können. Und das ist eigentlich tatsächlich der Kern von Industrie 4.0. Da kommt die Idee her. Das, was wir im Moment unter Industrie 4.0 diskutieren, sind eigentlich technische Hilfsmittel, um das zu erreichen. Es ist ungefähr so, als würde man behaupten, in der ersten industriellen Revolution war das Ziel die Einführung der Dampfmaschine oder in der zweiten industriellen Revolution sei das Ziel die Einführung des Fließbandes gewesen. Beides waren Hilfsmittel. Nicht? Das Fließband ermöglicht es einem arbeitsteilig, Massenprodukte kostengünstig zu fertigen. Es ist ein reines Hilfsmittel. Und so ist die Vernetzung, die wir heute sehen bei Industrie 4.0, auch ein Hilfsmittel. Denn natürlich kann ich eine Anlage nur mit Intelligenz versehen, wenn die Bestandteile der Anlagen auch in der Lage sind, mit den anderen Bestandteilen der Anlage sich auszutauschen und Pläne zu schmieden. Ja, also sowohl horizontal auf dem sogenannten Shopfloor als auch vertikal zwischen der Unternehmenssoftware und dem Shopfloor. Da braucht es Durchgängigkeit. Das ist aber ein Mittel zum Zweck, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, besser agieren und reagieren zu können. Ja, also tatsächlich ist das Oberziel aus meiner Sicht das Credo des Massenprodukts, was seit der zweiten industriellen Revolution gilt, durch individualisierte Produkte, die kostengünstig gefertigt werden, zu ersetzen. Ja, das ist sozusagen ein regelrechter Paradigmenwechsel. Natürlich kann man, wenn man so etwas in der Lage ist zu erledigen, das auch für andere Zwecke nutzen. Ich bin dann eher in der Lage, zum Beispiel Komponentenausfälle in meiner Anlage zu kompensieren, weil ich in der Lage bin, eben einen Plan B zu erzeugen Mhm. und nicht gleich die ganze Produktionsumgebung steht, nur weil eine einzelne Maschine ausfällt. Ja, es gibt gewisse Flexibilität. Mhm. So, und diese massenindividualisierten Produkte, die sehen wir an einigen Stellen. Tatsächlich denke ich, ist autonomes Fahren eher eine reine Komfortfunktion. Es ist ja Mhm. nicht zwangsläufig so. Mhm.
Ja. Die meisten von uns können die meiste Zeit über einigermaßen anständig Auto fahren. Es wäre nur bequem, wenn man sich nicht ständig auf den Verkehr konzentrieren müsste. Aber wir können das als Menschen zumindest mal mit einer gewissen Qualität leisten. Es gibt aber Bereiche, in denen das anders ist. Ein ganz typisches Beispiel aus der Pharmazeutik betrifft neuartige Krebsmedikamente. Sogenannte KT-Zelltherapeutika oder auch KMK-Zelltherapeutika. Da gibt es verschiedene von diesen Pharmazeutika und die sind typischerweise entweder für einen einzelnen Patienten herzustellen oder für eine kleine Gruppe von Patienten. Man unterscheidet dort eben diese beiden Varianten und die erfordern, dass beispielsweise bei den Patienten individuell hergestellten Medikamenten aus entnommenem Eigenblut eben am Ende ein Infusionsbeutelchen erzeugt wird. Zwischendrin werden bestimmte Zellen eben entsprechend extrahiert. Die werden gentechnisch verändert, sodass sie bestimmte Eigenschaften entwickeln, die dann dazu führen, dass sie entsprechende Tumorzellen sehr deutlich angreifen. Also man demaskiert sozusagen die Tumore für diese Zellen. Das ist eine hochwirksame Therapie. Das Unglückliche ist, dass ein solches Infusionsbeutelchen eines handelsüblichen Medikaments heute bei rund 250.000 Euro Kosten liegt. Und damit haben wir eine Ultima Ratio-Therapie, die aber im Grunde genommen für eine breite Versorgung viel zu teuer ist. Und im Übrigen existiert auch zu wenig von diesem Pharmazeutika aufgrund der komplizierten Herstellungsweise. Und das liegt nun wieder daran, dass diese Medikamente unter extremen Hygienebedingungen quasi von Hand in bestem Manufakturstil hergestellt werden müssen. Und das hat damit zu tun, dass natürlich schon die Ausgangssubstanzen, also das entnommene Eigenblut, sehr unterschiedliche Eigenschaften bei Patienten aufweist, die vielleicht schon einige Therapieversuche ihrer Krebserkrankung über sich haben ergehen lassen müssen, sodass die Qualitäten durchaus schwankend sind und man nicht einfach in einer Sequenz von Schritten dieses Präparat erzeugen kann. Das heißt, da laufen entsprechend qualifizierte Personen in Hygieneanzügen in Reinräumen herum, zählen unter dem Mikroskop Zellen, beurteilen Zellzustände und entscheiden dann die nächsten Prozessschritte. Und das ist ein individualisiertes Produkt at its best. Ja, und es ist auch klar, warum man das automatisieren möchte, weil es in der Lage wäre, dann die Kosten herunterzudrücken. Ja, also das ist alles andere als eine Komfortfunktion, sondern hier ist autonomes Produzieren im Grunde genommen eine Prämisse, um diese wichtige Therapie auch zu einem vernünftigen Kostensatz denen zukommen lassen zu können, die sie benötigen. Ja, also ein, wie ich finde, eigentlich viel eindrucksvolleres Beispiel für autonome Produktionstechnik als jetzt ausgerechnet autonomes Fahren. Ja, selbst die Anwendungen im Smart Grid finde ich überzeugender als autonomes Fahren, weil es auch eine zwangsläufige Eigenschaft ist. Man sagt, bis zu einem bestimmten Grad können Menschen diese großen Systeme überblicken. Jenseits davon sind sie aber entweder zu langsam oder ihnen fehlt die Übersicht, um das von Hand überhaupt betreiben zu können. Und dann muss es eben autonom gehen. Und so könnte ich mehrere andere Fälle noch schildern, die quasi ein individuelles Verfahren mit Situationen erfordern und deswegen zwangsläufig in die Autonomie münden. Das ist, glaube ich, also ja auch wirklich ein großes Zukunftsthema. Und jetzt ist es ja so, Sie sind ja auch quasi einer der Pioniere des Thema Qualität, Softwarequalität. Äh, Wie testen wir denn sowas? Wie können wir uns denn da der Qualität nähern bei so einem autonomen System? Hervorragende Frage, ja. Also in der Tat ist es so, dass viele Dinge sich ändern werden. Wenn wir von den konventionellen, eher vorhergedachten Systemen, die sich nur innerhalb bestimmter Grenzen bewegen können, auf vollständig autonome Systeme gehen.
Vielleicht ist eine vollständige Autonomie auch gar nicht immer erforderlich. Dann könnte man vielleicht von hochautomatisierten Systemen reden, die sich innerhalb einer bestimmten Begrenzung dann flexibel verändern können. Aber man könnte auch an die vollständig autonomen denken. Klar ist, dass gute alte Paradigmen der Entwicklung solcher Systeme aufgegeben werden müssen. Also dass die Regel bei der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme: entwickle es gut, überzeuge die zertifizierende Stelle, dass alles in Ordnung ist, schalte es ein und fasse es nie wieder an. Das ist ja genau das Gegenteil eines sich dynamisch anpassenden autonomen Systems. Das wird nicht mehr gehen. Also man wird bestimmte Tätigkeiten aus der Entwicklungszeit in die Laufzeit verschieben müssen. Wir nennen das X at Runtime. Das X können Sie ersetzen durch alle möglichen Tätigkeiten in der Entwicklung von Systemen. Ja, also sowas wie Safety at Runtime. Ja, dann ist X durch Safety ersetzt und es meint eben, dass das System sich um seine Betriebssicherheit selbst kümmern muss. Dafür brauchen diese Systeme ein valides Selbstbild. Ja, und zwar a priori. Also sie müssen nicht nur wissen, was ist aktuell mein Zustand, sondern auch, wenn ich einen bestimmten Veränderungsschritt unternehme, wird der dann eintretende Zustand auch safe sein. Ja, das heißt, man braucht so eine gewisse Prädiktion, die durch das System selbst vorgenommen wird. Und das ist bisher weitgehend Zukunftsmusik. Ja, also diese Systeme werden eine ganze Reihe Fähigkeiten erwerben müssen, die bisher durch Menschen zur Verfügung gestellt werden, a priori, die das System, seine Umgebung gut verstehen und dann eben dieses komplizierte Optimierungsproblem lösen, was wir da meistens vor uns haben. Ja, es sind auch Kompromisse zu finden. Wenn es immer eine beste Lösung gäbe, wäre das ja noch relativ einfach. Dann könnte man die einzelnen Eigenschaften separat voneinander behandeln und jede für sich optimieren. Aber es ist ja nicht so. Ein typisches Beispiel dafür ist Safety und Availability, also Verfügbarkeit. Bei Fail-Safe-Systemen, Sie haben ja immer die Möglichkeit, wenn Sie zum Beispiel an ein autonomes Fahrzeug denken, zu entscheiden, dass Sie jetzt in dieser Situation weiterfahren, weil die Situation nicht so kritisch ist, oder dass die Situation doch so kritisch ist, dass Sie anhalten müssen. Ja, also die Funktion beenden. Im ersten Fall, wo Sie weiterfahren, entscheiden Sie eventuell, wenn Sie falsch entschieden haben, gegen Safety, aber zugunsten von Verfügbarkeit. Ja, das Fahrzeug fährt noch, aber es fährt unter Umständen in einem unsicheren Zustand, was Sie eigentlich nicht wollen. In dem zweiten Fall entscheiden Sie pro Safety, sagen, oh, wir halten an, aber damit gegen Verfügbarkeit. Ja, weil das Fahrzeug eben nicht mehr fährt. Es steht am Straßenrand und wenn das über die Maßen häufig passiert, werden Sie ein solches Fahrzeug nicht gutieren als Fahrgast oder Besitzer und sagen, da gehe ich dann lieber zu Fuß. Das bringt mich schneller ans Ziel. Und das ist so ein Beispiel für einen Kompromiss, der gefunden werden muss, wo man sagt, ich habe zwei Eigenschaften. Eigentlich ist es so, wenn ich die eine nach oben bringe, dann sinkt die andere automatisch ab. Und jetzt ist die Frage, was ist die beste Kombination aus Eigenschaften? Oft gibt es auch die Möglichkeit, beide zu optimieren. Das geht dann aber wieder zulasten einer dritten Eigenschaft. Ja, das führt dann zum Beispiel dazu, dass die Systeme teurer werden. Wir sagen, auch da habe ich Grenzen für meine Optimierung. Und all das muss irgendwo den Systemen mitgegeben werden, dass sie es selbst können, immer wieder. Denn eine Sicherheitszertifizierung zur Entwicklungszeit zu machen eines solchen Systems, die dann 5 Minuten nach dem Einschalten des Systems invalide ist, weil das System sich leider verändert hat, macht ja überhaupt keinen Sinn. Es muss dann immer wieder passieren. Ja, ja. Also da wird sich auch einiges ändern. Und jetzt ist ja, also Testen, so, also meine Urprofession, wo ich auch ja herkomme, hat ja auch immer eine sehr vertrauensbildende Maßnahme. Ne? Also die Stakeholder, der Anforderer, Fachbereich, sonst der Nutzer, der weiß im Endeffekt, da hat irgendjemand manuell was angeschaut und dann den Haken gesetzt.
wenn ich jetzt diese Dinge auch mehr ins System verlagere, weil es auch gar nicht mehr anders geht, wie kann ich denn diesen Vertrauenslevel in den Nutzern erzeugen oder schaffen? Na ja gut, also da kann man sich ja durchaus orientieren an den agilen Prozessen, die ja seit etlichen Jahren von sehr vielen Unternehmen verwendet werden, in denen das Testen eine ganz zentrale Rolle spielt. Hm. Ja, und zwar das immer wieder Testen. Ja, weil ich natürlich im Grunde genommen in einem agilen Entwicklungsprozess was ganz Ähnliches mache, wie ein autonomes System es machen würde, nur dass das durch Menschen vollzogen wird. Ja, ich fange sozusagen mit einem gewissen Stand an, der dann immer weiter fortgeschrieben wird. Und dabei riskiere ich, dass ich ursprünglich mal vorhandene Eigenschaften in eine falsche Richtung bewege, die ich nicht will. Und deswegen ja also dieses intensive Integrieren von Testen in agile Prozesse. Sowas kann man sich natürlich auch durchgeführt durch ein System zur Laufzeit vorstellen. Zu Mhm. sagen, bevor ich eine Rekonfiguration eines Systems als System selbst akzeptiere, mache ich erstmal viele Tests. Also ich lasse Testsuiten aller Regressionstests durchlaufen und vergewissere mich, dass bisher vorhandene Reaktionen nach wie vor so noch passieren. Mhm. Könnte man sich vorstellen, wäre ein Lösungsansatz, Mhm. denke ich. Mhm. Wenn ich jetzt heute Softwerker bin, in irgendeiner Profession, Programmierer, Tester oder so, und höre jetzt diese Folge und denke mir, ja, das, was der Professor Liggesmeier sagt, das klingt total plausibel. Ich möchte mich da auf den Weg machen, auch mich zu verändern, mich dahin zu entwickeln. Was würden Sie dem oder der Person denn raten? Also zunächst mal ist es so, dass es tatsächlich natürlich eine Reihe von Teildisziplinen gibt, die ich jetzt heute schon, wenn es ein Autonomikstudium gäbe, dort auch sehen würde. Mhm. Ja, also es gibt natürlich Zutaten, bei denen völlig klar ist, dass sie dabei sein werden. Das gilt für einige Teile der KI. Das gilt für das ganze Thema Data Science. Mhm. Denn wo sollen denn autonome Systeme ihre Informationen herkriegen, wenn nicht aus den Daten, die dann natürlich intelligent aufbereitet werden müssen? Und für diese Teildisziplinen gibt es ja durchaus etablierte Curricula. Ja, also KI ist, würde ich sagen, heute ein durchaus etabliertes Mhm. Feld. Zu Data Science gibt es Curricularempfehlungen der Gesellschaft für Informatik für alles von Weiterbildungsstudiengängen zu anwendungsorientierten Studiengängen bis hin zu grundständigen Data Science Studiengängen. Also ich glaube schon, dass es da eine Orientierung gibt. Es ist ja auch nicht so, dass eine solche Disziplin wie mit dem Messer geschnitten ins Leben kommt, Ja. sondern das wird ja sozusagen einen gewissen Verlauf nehmen und man kann schon erkennen, was da passiert. Mhm. Also ich glaube, dass man sich schon entsprechend mit seiner Qualifikation in diese Richtung aufstellen kann. Darüber hinaus gibt es durchaus auch Studienangebote, auch in Deutschland. Die sind aber oft noch etwas zu stark aus meiner Sicht in einer einzelnen Disziplin aufgestellt. Mhm. Also ein typisches Beispiel dafür, das ich hier benennen möchte, wäre autonome Systeme und Robotik, Mhm. wo es dann um autonome Roboter geht und es geht dann eben sehr stark auch um die elektrotechnischen Aspekte davon und Ähnliches, also eher um dieses Anwendungsgebiet. Und ich würde nicht gerne diese Autonomik-Themen zu stark um einen Anwendungsbereich versammeln, sondern ich glaube, dass das so einen eigenen Kern haben kann, wie die Informatik einen eigenen Kern Ja. hat, relativ losgelöst von den vielen, vielen Anwendungsgebieten, die es Mhm. dazu gibt. Mhm. Das ist ein spannendes Feld. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt und ob es den Autonomiker dann gibt. äh, lieber Professor Liggesmeier, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie hier zu Gast waren und ich hoffe, dass wir uns auch bei Zeit mal persönlich sehen und kennenlernen. Und danke, dass Sie Ihre Zeit heute hier für uns investiert haben und uns damals einen Ausblick gegeben haben. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.